Yoga-Positionen haben mir geholfen, heute alles tun zu können, sportlich gesehen, was ich tun möchte und nicht zu sagen, ich habe da sofort wieder irgendwo eine Belastung, habe sofort wieder einen Druck, der Meniskus wird sich nicht automatisch repariert haben, aber das Knie ist dementsprechend entlastet, sodass alles möglich ist. Das kurz zu meiner Person, bin für das Institut Helmcare tätig, wo auch die arbeitsmedizinische Betreuung gemacht wird und darf sozusagen heute hier sein und ein bisschen was erzählen zum Thema Zusammenhänge zum Thema Rücken, Wirbelsäule, Übungen diesbezüglich, die hilfreich sind und speziell, ein paar sitzen im Auto bzw. stehen neben dem Auto oder wissen, dass sie tagtäglich unterwegs sind, im Auto sitzend oder sonst woanders sehr lange stehend. Beides hat so seine Tücken. Genauso wie jemand, der im Büro die ganze Zeit sitzt, der sozusagen oder die einfach merkt, okay, am Anfang bin ich noch schön aufgerichtet, schön gestreckt. Ich habe hier ein Modell der Wirbelsäule dabei, das heißt, ich bin hier sozusagen eigentlich in einer Position, wo ich diese klassische normale Krümmung der Wirbelsäule vielleicht auch tatsächlich habe. Das Becken ist aufgerichtet, leichte Lendenlordose, leichtes Hohlkreuz, leichter Rundrücken im Bereich der Brustwirbelsäule, leichte Biegung oben, Halswirbelsäule, wäre ja durchaus normal. Wie verändert sich die Position, wenn ich jetzt lange sitze? Kann jeder jetzt gleich nachempfinden, wenn er jetzt im Auto sitzt oder woanders sitzt. Wir haben hier im unteren Bereich eine Veränderung, die ähnlich der Brustwirbelsäule uns hier ein bisschen nach hinten hineinstaucht. Oder wir rutschen von der hinteren Kante unserer Lehne etwas nach vorne weg, kommen damit nach hinten hinunter in eine kleine Stauchung, bis hier vielleicht auch so ein bisschen sichtbar wird auf der Wirbelsäule und habe sozusagen hier vielleicht sogar noch eine stärkere Rundung nach oben, was zur Folge haben könnte, dass jetzt diejenigen, die dann noch wirklich sich nach vorne orientieren müssen und nach vorne schauen müssen, und das ist hoffentlich nicht nur beim Autofahren ganz besonders wichtig, es wird auch notwendigerweise so sein, dass ich eben auch am Arbeitsplatz sozusagen nach vorne orientiert schaue, komme ich jetzt im oberen Bereich, Halswirbelsäule, möglicherweise in eine zu starke Überstreckung. Also, neben dem, dass hier schon die Schwerkraft von oben nach unten wirkt und uns zusammenstaucht und uns nicht die ganze Zeit aufrecht halten wird, kommt natürlich jetzt dann auch noch dazu, dass wir eben in diesen Situationen oft zu lange, über einen zu langen Zeitraum drinnen sind oder sein müssen. Autofahrten, die dementsprechend lang dauern. Die Muskulatur wird bei jeder Stütze, die wir eben verwenden, seltenst gleichzeitig gekräftigt werden. Das heißt, wir werden eigentlich von der Muskulatur gesprochen abschwächen. Was bleibt uns übrig? Natürlich hierher zu gehen und zu sagen, ich muss schauen, dass ich die Muskulatur immer wieder dazwischen bearbeite, immer wieder dazwischen kräftige. Das könnte jetzt sein, dass ich sage, okay, ich versuche mich am Arbeitsplatz ein bisschen weiter nach vorne zu setzen, freier hinzusetzen, Muskulatur anzuspannen, wäre mal der erste Punkt. Zumindest das anspannen könnte ich wahrscheinlich genauso auch im Auto immer wieder machen. Also dieses Gefühl eines Aufrichtens und einer Streckung. Bitte das gleich einmal auch selber mal mit umzusetzen, zu spüren, wenn man das macht. Dann wird man mal größer sein, dann wird man vielleicht aber notwendigerweise auch seinen Rückspiegel oder vielleicht sogar Seitenspiegel anders einstellen müssen. Mache ich übrigens regelmäßig, wenn ich am Abend etwas kleiner vielleicht geworden bin, muss ich mal umstellen und in der Früh stelle ich mir dann wieder tatsächlich um. Hoffentlich passiert es bei Ihnen auch, dass Sie dann in der Früh größer und entspannter und gestreckter sind oder frischer von der Muskulatur. Bauchaktivität wichtig, Rückenaktivität natürlich damit genauso wichtig. Ja, die Rückenaktivität wird jetzt schon vielleicht ein bisschen schwieriger sein, nur durch Anspannen allein, auch bei der Bauchmuskulatur wird es in Summe wahrscheinlich dann zu wenig sein, dass ich wirklich eine Bauchkräftigung habe. Wir sind da tatsächlich dann schon bei Übungen wie einer Plankposition, werden hoffentlich alle kennen, also eine Plankposition, mich zu stützen und mich sozusagen, ich gehe hier mit dem Bildschirm ein bisschen nach unten und habe sozusagen hier, sei es jetzt am Schreibtisch, eine Position, wo ich dann mich stützen kann. Ich kann das Ganze auf einem Sessel machen. Ich könnte es, wenn ich im Auto unterwegs bin, ich bin stehen geblieben, habe auf einem Parkplatz kurz eine Pause, die ich mache und stütze mich sozusagen hier vielleicht am Fahrersitz. Ja, außer ich habe den großen Van, wo das Ganze dann nur ein bisschen schwierig ist, weil es zu hoch oben ist. Wie lange halten dieser Position? Solange es geht. Das heißt, Kräftigungsübung ist etwas, wo ich sage, ich sollte es an und für sich so lange halten, solange es möglich ist, ohne dass andere Bereiche belastet werden.
Erster Belastungsfaktor ist natürlich hier sehr schnell der untere Rücken, das heißt auch hier zu schauen, dass ich nicht überstrecke, dass ich nicht durchhänge, also lieber das Becken eine Spur höher als zu tief unten. Zweiter Belastungsfaktor Schultern, Schultergürtel, Nacken vielleicht auch. Auch hier wichtig, dass der Nacken entspannt bleibt. Hier schon der erste Tipp, dass der Abstand zwischen Kinn und Brustbein in etwa eine Faustbreite beträgt. Kann jeder gleich auch einmal, wenn er möchte, ausprobieren. Das heißt, da wäre eigentlich die Position, wo ich sage, da ist der Nacken eigentlich entspannt, da sind wir aufgerichtet von der Wirbelsäule. Mit was hängt es natürlich auch ein bisschen zusammen? Na klar, wir haben ja schon vorher gesagt, einerseits die Brustwirbelsäule, wenn wir runder werden, aber vor allem auch der Schultergürtel. Weil wo gehen denn die Arme hin? Beim Autofahren wie beim Computerarbeiten doch ein bisschen mehr in die Ausrichtung nach vorne. Sie sehen es bei mir. Das heißt, wenn hier natürlich die Ausrichtung nach vorne geht, dann kommt es auch hier noch einmal schneller in diese Überstreckung. Und noch was, natürlich auch dann, wenn wir Dinge nicht mehr so klar oder so gut erkennen können. Also Thema Augen, aber nicht nur Augen- und Fehlsichtigkeiten sind wichtig, dass wir die regelmäßig überprüfen und dementsprechend adaptieren natürlich und korrigieren, aber auch das Thema trockene Augen. Deswegen ganz wichtig auch hier, wenn wir merken, wir haben einfach hier im Laufe unseres Tages immer trockenere Augen, dass wir sie regelmäßig befeuchten, dass wir aber auch, ich mache jetzt das, was vielleicht nicht so klar erkennbar ist, blinzeln, dass wir einfach viel mehr blinzeln, weil wir damit natürlich auch unsere Augen befeuchten werden. Dass wir regelmäßig und genug trinken, natürlich auch Flüssigkeitshaushalt ist in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, übrigens auch für die Wirbelsäule und für die Bandscheiben eine wesentliche Unterstützung. Das heißt, Augenermüdungen, Augentrockenheit natürlich auch durch nicht nur ständige Reizsetzung für die Augen im Sinne des Autofahrens, sondern wir wissen, wir verwenden gewisse Dinge, wie das, was ich gerade hingezeigt habe, das Thema Handy, tagtäglich. Also ich verwende es täglich, ich glaube alle anderen auch. Wir haben ganz viele Dinge, die wir hier übers Handy schon bedienen und machen können. Wir verwenden ein Tablet. Wir haben hier jetzt vor mir diesen kleinen Laptop, der super praktisch ist, weil er ja schön klein ist und super praktisch zum Mitnehmen ist. Wir stecken ihn an ans Netzwerk, arbeiten damit, haben aber auch da schon wieder eigentlich eine sehr enge Position. Eine enge Position von der Tastatur her, eine Position, wo der Bildschirm und die Tastatur in Kombination ist, wo wir sozusagen hier umso mehr wieder in diese Haltung hineinkommen werden. Und aus dem werden wir einfach nicht rauskommen, wenn wir klarerweise solche Geräte sehr, sehr häufig oder tagtäglich eigentlich benutzen oder fast ausschließlich nur mehr benutzen. Das heißt, auch hier wer natürlich dann auch sagt, oh, ich habe ein Homeoffice, dort habe ich das Ganze eigentlich optimal eingerichtet, dort habe ich einen oder zwei große Bildschirme, dort habe ich die Ergonomie, so wie es sein soll, wird da schon einmal gut vorgesorgt haben und wird nicht gleich sofort hier in diese Verspannungen, in diese anderen Haltungen, runden, passiven Haltungen kommen. Wenn ich trotzdem merke, jetzt bin ich da schon doch regelmäßig drinnen, haben wir schon gesagt, Bauchmuskulatur muss trainiert werden, die Rückenmuskulatur muss trainiert werden. Wie kann ich den Rücken trainieren? Ist jetzt schon ein bisschen vielleicht heikel, etwas schwieriger. Ich zeige es sozusagen hier jetzt einmal im Stehen vor. Diejenigen, die jetzt im Auto sitzen, werden sagen, naja, das im Auto wird schon ein bisschen schwieriger sein, zu sagen, wie kann ich im Auto diese Übung machen, wird tatsächlich schwierig. Das wäre wieder so eine Pausenübung, zu sagen, ich stehe irgendwo, stelle mich beidbeinig hin, Oberkörper leicht nach vorgeneigt, Knie gewinkelt und gehe mit meinen Armen in diese Position nach oben ziehend, langsam, nicht zu sehr aus dem Schwung und habe damit aber auch die Grundstabilität aus der Rumpfmuskulatur und merke nach ein paar Wiederholungen, ein paar werden sagen, naja, ich merke es relativ schnell, andere werden sagen, ich spüre da kaum was, dann kann ich hier natürlich auch mit einem ergänzenden Gewicht arbeiten. Es muss ja nicht gleich die große Hantel oder die Kettlebell sein. Vielleicht ist es am Anfang einfach ein Theraband, mit dem ich arbeite, wo ich draufstehe und dann hier damit auf Zug komme und damit aber meine Rückenstrecke mache. Die Rückenstrecke als Gegenmuskulatur zur Bauchmuskulatur unglaublich wichtig. Ja, wir brauchen hier nicht nur die Grundkraft an sich,
dass wir sagen, wir machen da regelmäßig Übungen auch diesbezüglich. Ich sollte nicht zu schnell einseitig werden. Ich sage, ich brauche nur die Bauchmuskulatur, weil wenn die Bauchmuskulatur alleine bearbeitet wird, dann habe ich sozusagen hier auch möglicherweise noch immer ein Defizit im Verhältnis. Verhältnis Bauch zu Rücken sollte 1 zu 1,3 sein. Bei Männern und bei Frauen 1 zu 1,5. Das heißt 30% stärkere Rückenmuskeln für die Männer, 50% stärkere Rückenmuskeln als Bauch für die Frauen. Wichtig, weil wenn dieses Verhältnis extrem auseinander geht, ich habe eine liebe Kollegin, die ist Klettertrainerin, was wird die haben? Erfahrungsgemäß mehr Kraft aus der Rückenmuskulatur, weil es durchs Klettern da viel mehr beansprucht wird. Und bei 200 Kraft Rückenmuskulatur, 100%, also 100% Kraftfähigkeit aus der Bauchmuskulatur, ist es ein Missverhältnis. Beschwerden immer wieder auch des Rückens, wo man sagen wird, hey, wie gibt es denn das? Also Rumpfmuskulatur ist wahrscheinlich einmal der entscheidende Faktor, um uns natürlich aus der Position einmal aufrichten zu können und länger in der Position halten zu können. Ansonsten bin ich der Erste, der sofort sagt, bewegtes Sitzen. Je öfter wir uns bewegen, aus dem Becken, aus der Wirbelsäule, aus dem Schultergürtel, Nacken, Halswirbelsäule, Kopf, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, da würde nicht jede Bewegung gut heißen, sondern wenn ich speziell auf die Bewegung verzichte, also wo der Kopf, der Nacken überstreckt wird und bewege mich, wenn dann eher im vorderen Bereich, halbkreisförmig, zur anderen Seite schauend, wer möchte macht das gleich mit, dann habe ich damit eigentlich die Bewegung, die vor allem entscheidend und wichtig ist. Was vergessen wir häufig, wenn wir eine Übung machen? Ich bin jetzt schon wieder lästig, weil ich komme jetzt schon wieder zu dem Thema, was ich vorher auch als für mich Aha-Effekt schon bezeichnet habe, mit deutlicher Veränderung und Verbesserung. Atmung, Verbesserung der Beweglichkeit, Entspannung damit natürlich auch, weil wir mit einer Atmung, mit einer bewussten und tiefen Atmung erstens viel besser erkennen werden können, wie weit sind wir in einer Position drinnen. Sind wir da schon so weit, dass ich schon gar nicht mehr merke, wie es eigentlich hier die Spannung immer größer wird und die Atmung immer weniger wird oder sogar schon angehalten ist. Und können wir uns nicht da hinführen lassen und sagen, kann noch atmen, kann noch atmen, kann noch atmen, kann noch atmen, jetzt wird es schwieriger. Also der Versuch hier immer wieder eher sogar über die Atmung hineinzugehen in die Bewegung und damit zu merken, wie weit ist gut. Damit wird hoffentlich auch erkannt werden, ob es sozusagen eben zu weit geht, ob ein Schmerz schon entsteht oder ob es einfach ein hoher Dehnreiz ist und ob es nach 3, 4, 5 Atemzügen leichter wird. Also ich würde hier empfehlen, wenn ich in die Mobilisation und Dehnung gehe, dass wir 5 bis 10 Atemzüge atmen. Wer möchte natürlich länger, aber nicht unbedingt viel weniger. Und wenn ich 5 tiefe Atemzüge mache und atme jeweils 5 Sekunden ein und aus, das ist schon lang, nur da kommt dann schon ein bisschen was zusammen Zeit. Also wir müssen uns dafür dann auch wirklich Zeit nehmen, weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, ja, jetzt gehe ich rein in die Übung und mache 5, fertig, danke. Bringt nicht wirklich was. Vielleicht habe ich so auch früher gedehnt und es war nicht wirklich effizient oder so und ähnlich. Ja, kann schon sein. Nach dem Fußballspielen oder nach, weiß ich nicht, irgendeiner Laufeinheit schnell einmal unter der Dusche die ein oder andere Dehnungsübung. Nebenbei hat man sich noch unterhalten, vielleicht mit einem Kollegen oder Freund und beim Reden wird man kaum auf seine Atmung geachtet haben. War nicht effizient, aber jetzt weiß ich es besser. Wird jeder unbeweglich, nicht zwangsläufig. Ich sage jetzt einmal bei den Herren die Tendenz eher, dass die Spannung gehalten wird und dass die Beweglichkeit nicht so top ist immer. Bei den Damen kann es theoretisch auch, ich hätte es bis jetzt nur bei Damen beobachtet, eine Überbeweglichkeit sein. Es gibt vielleicht ja bei den Herren, die also nicht, in Richtung Ballett gehen, Turnen gehen oder ähnliche Geschichten, können teilweise sehr, sehr beweglich sein. Aber ich habe zumindest noch keinen Herrn kennengelernt, den ich betreut hätte, der hypermobil, überbeweglich war. Weil dann muss ich wieder aufpassen. Dann sollte ich nicht zu sehr in die Dehnung reingehen oder in die Beweglichkeitsübungen, sondern da brauche ich vor allem das Thema Krafttraining. Da muss ich Stützen schaffen, da muss ich die Gelenke entlasten. Gut, wenn wir weiter sozusagen gehen hier in das Thema Mobilität, Spannung, Beweglichkeit.
dann ist ein Bereich wahrscheinlich auch schneller mal dabei. Wir haben jetzt schon ein bisschen oberen Bereich Nacken bewegt. Wir haben die Halswirbelsäule da schon oft dabei, die da oft Spannungen aufweist. Das heißt, damit wir eben in diese Richtung nicht zu viel hineinarbeiten, ist, wenn dann die Gegenrichtung, also das nach vorne hinunter, vielleicht sogar ziehen und nicht nur halten. Also wer möchte, nimmt die Hände, greift den Kopf hinten und zieht langsam nach vorne hinunter, spürt die Dehnung im Bereich des Nackens, versuchen hier wirklich langsam hineinzugehen, zu atmen, die Schultern locker zu lassen, damit wir eben diesen Bereich hier wirklich schön in die Dehnung bekommen. Wenn jemand sagt, naja, das ist jetzt ein Bereich, aber ich habe vor allem seitlich hier diese Bereiche, die immer wieder verspannen, dann kann man gerne auch diesen Zug mit einer Hand leicht diagonal greifend schräg machen. Dass ich in diese Bewegung diagonal nach vorne ziehe, auch hier wieder ganz besonders wichtig, wenn der Zug schräg nach rechts vorne geht, linke Schulter ganz besonders locker lassen, atmen, Oberkörper halbwegs aufgerichtet, auch hier. Man sollte nicht unbedingt aus einer gestauchten Wirbelsäule in eine Position hineingehen, sondern eher aus einer gestreckten, also immer wieder eher das Gefühl haben, ich strecke zuerst und gehe dann in die Position hinein. Beide Seiten natürlich, auch hier, wenn ich merke, ich bin auf einer Seite deutlich verkürzter, auf der anderen Seite ist es deutlich besser, dann länger drin bleiben, mehrere Atemzüge oder einmal öfters hineingehen. Wie oft? Einmal reicht, ich würde wahrscheinlich ein zweites Mal machen, dann wird man diesen Unterschied und die Entwicklung vielleicht noch besser spüren. Wenn jemand sagt, na, das ist so extrem verspannt, erst beim dritten Mal wirkt es und erst dann greift es, dann gerne auch ein drittes Mal. Wie oft? In Summe ist es jeden Tag notwendig. Wenn ich starke Verkürzung habe, würde ich das definitiv empfehlen. Wie gesagt, kann ich in der Früh reingehen oder ist es eher heikel, wenn ich jetzt gerade erst aufgestanden bin, kann ich schon gewisse Übungen vielleicht sogar im Bett machen. Wenn ich langsam hineingehe, wenn ich über die Atmung kontrolliere, wenn ich hier mich eher in die Streckung begebe und nicht gleich aus einer gekrümmten Haltung dann in eine abrupte, schnelle Seitdrehung gehe, dann ist das durchaus genauso möglich. Ansonsten würde ich sagen, nach sportlichen Aktivitäten, nach Bewegung, nach einem Alltag vielleicht, gerade am Abend oder vielleicht sogar tatsächlich vor dem Schlafengehen in gewisse Übungen noch hineinzugehen und damit vorzubereiten. Ja? Was bringt es noch? Fokus. Fokus auf uns und nicht vielleicht dann noch am Abend auf Mobiltelefon und Ähnliches nicht verzichten wollen. Ja, ist jetzt nur meine Empfehlung und ich weiß, es gilt nicht für jeden und für immer. Wenn das Thema Beweglichkeit sozusagen hier alleine durch Dehnung nicht bearbeitet werden kann, dann gibt es natürlich auch solche Geschichten, wer das schon einmal gesehen hat oder auch sogar verwendet hat, Faszienrollen mit der Aussparung hier in dem Fall für die Wirbelsäule, wenn ich dort sozusagen entlang fahre, mich drüber rolle, um damit eben im Bereich meines Bindegewebes Verklebungen zu lösen, um auch hier vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Wer mit dem Thema Fersensporn oder Ähnliches zu tun hat, auch da kann man ähnliche kleinere Rollen verwenden. Also auch hier oft die Dehnung alleine ist einmal ein Schritt und die Geschichte mit einer Faszienrolle, da sich vielleicht einmal was anschauen, gibt auch sehr, sehr viele YouTube-Empfehlungen oder man hat seinen oder seine Physiotherapeutin, die da unterstützen kann. Gerne auch von meiner Seite. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Ja, und zwar Meldung von der Seite. Faszienrolle, man muss mir nicht sehen. Was empfehlen Sie, wie zu rollen? Hin und her rollen, nur in eine Richtung rollen, 20 Mal, 5 Mal? Hin und her zu rollen, am Anfang ist es oft so, dass wirklich gerade ein Bereich, der sehr deutlich verklebt ist, der hier wirklich schmerzhaft wird. Ja? Erstens aber natürlich nur so weit, soweit ich diesen Schmerz aushalte, das ist immer sehr relativ. Gleichzeitig locker lassen sollte auch noch, auch das ist oft relativ, aber man wird merken, je öfter ich hier sozusagen drüber fahre und ich merke, es wird leicht, es wird lockerer, dann sind hier wahrscheinlich Empfehlungen da, dass ich hier sage, ich rolle tatsächlich in beide Richtungen drüber, ich rolle vor, zurück, solange mir das natürlich auch die Position dann zulässt. In manchen Positionen wird es ein bisschen schwerer, wenn ich jetzt daran denke, ich habe Schultergeschichte und muss da irgendwie schauen, dass ich drüber roll, dann wird das sozusagen am Boden liegend unglaublich intensiv und wahrscheinlich so schmerzhaft sein, dass es kaum möglich ist. Gegen eine Wand gestützt wird es oft zu wenig Druck ausüben können, ähnlich oft bei der Oberschenkelvorderseite, wo ich sage, wenn ich mir dann drauflege und drüber roll, unglaublich schmerzhaft.
Also man muss schauen, dass man einerseits so ein bisschen die Position findet und dann so oft drüber rollt, sobald ich merke, es wird jetzt leichter, es wird lockerer und ich mache das öfters, dann habe ich auch den Effekt. Und eventuell am Anfang einmal nur drücken auch auf der Stelle, oder? Ja, könnte am Anfang ausreichen. Könnte am Anfang ausreichen, dass ich nur über den Druck gehe und reinatmen, ganz genau, auch hier noch in den Schmerz atmen. Also Schmerz ist ja sehr relativ, das kann für manche wirklich schon eine unglaublich hohe Spannung sein, die eben schmerzhaft empfunden wird und für anderen, die gehen da noch weit. Nicht übertreiben, langsam beginnen, auch in diese Rollbewegung reinzugehen, nicht das volle Gewicht vielleicht gleich von Anfang an drauf, gerade wenn es im Bereich der Beine oder eben gerade wirklich auch Schultergürtel geht oder Wirbelsäule. Und nicht sagen, ja, ich habe eine Rolle und mit der mache ich alles, kann dann auch heikel sein. Ich habe deswegen das hier auch mitgenommen, weil das im Prinzip im Bereich Wirbelsäule dann auch wirklich günstiger ist, als wenn ich sage, ich rolle da drüber und habe den Druck dann wirklich auch auf die Dornfortsätze und das wird dann sehr unangenehm. Ja. Jetzt eine kurze Frage. Ja? Was halten Sie denn von diesen Massagepistolen, die werden ja auch manchmal angeführt, um Muskulatur zu lockern? Ist das was oder ist das eigentlich nur eine Geschäftsmacherei? Oder? Ja. Ich arbeite mit Physiotherapeuten zusammen und einen speziell, der diese Geschichte wirklich sehr, sehr häufig empfiehlt. Ich habe dann mit ihm natürlich auch einmal geplaudert und gesagt, naja, gibt es da dann Unterschiede? Es gibt ja da die Dinge auch wie Sand am Meer. Hat er gesagt, er empfiehlt schon gewisse, also auch nicht jede Geschichte und versucht dann schon die ersten Einheiten ein wenig anzuleiten, damit man natürlich auch weiß, was ist da zu machen. Weil nochmal, wenn ich ins Internet reinschaue, YouTube und Co., da wird es viele Dinge geben, ob da immer alles dann so perfekt passt, würde ich sagen, Vorsicht. Wenn man einen Therapeuten an der Hand hat oder jemanden, der sich auskennt, da mal vielleicht einmal kurz nachfragen. Aber prinzipiell ist das eine Geschichte, die hier durchaus unterstützend ist, absolut. Ja? Okay. Ja? Danke. Die Geschichte ist ja relativ neu, wobei auch schon jetzt eine Zeit lang, nicht nur am Markt, sondern eben auch in der Empfehlung, ist alles immer so hilfreich und so gut. Alles definitiv nicht. Ja. Ich habe vorhin auch erzählt von der Empfehlung eines EMS-Trainings, habe das vor Jahren in den Anfängen, wo EMS-Training noch gar nicht diese Ketten gehabt hat, selber ausprobiert, war ordentlich durchgearbeitet nach dieser Einheit und habe sozusagen wirklich immer überlegt, wäre das was für mich und habe dann eigentlich gesagt, nein, ich möchte nicht nur mehr das machen und glaube auch nicht, dass nur dieses Training allein die komplette Lösung ist. Sondern mache nach wie vor klassische Übungen, ja, ich mache vielleicht nicht mehr die Sit-Ups eingehängt an der Sprossenwand, die wir früher vielleicht gemacht haben, nur aus dem Schwung heraus und im Überhang. Ich mache auch hier vielleicht nicht mehr die Klappmesser, wie man es früher gemacht hat, auch wenn die Kraft da ist, durchaus wieder gemacht wird. Sehe ich auch immer wieder Leute, die das machen. Wenn die Kraft da ist, wenn man hier wirklich kontrollieren kann und sagt, bevor ich in diese Rückenbelastung komme, in die Überstreckung komme, stoppe ich das Ganze. Aber da braucht man halt wirklich auch sehr viel Erfahrung oder sehr viel Gefühl und eine gewisse Grundkraft. Ansonsten würde ich sagen, eben klassische Übungen eben für Bauch- und Rückenmuskulatur. Das ist jetzt bei einer Bauchübung eher die Plank-Position als eben irgendeine Art Crunch-Position, wobei Crunch-Position wird noch gehen, aber das Thema Halswirbelsäule ist dann doch immer wieder heikel. Ich habe heute schon gesagt, auch das wird man jetzt schwer im Auto machen können, liegend am Boden den Oberkörper abzuheben, die Beine aufgestellt, aber gleichzeitig den Nacken entlasten, kann ich nicht nur indem ich die Hände verwende, weil das wird oft dann hier zu einem aus dem Schwung heraus arbeiten und den Nacken wieder belasten, sondern eher die Matte zu nehmen, auf der ich drauf liege, ziehe die Matte mit den Händen auf der Seite, die Matte hochziehend, an meinen Hinterkopf heran, habe damit sozusagen die Fläche breitflächig auseinandergezogen und habe damit eigentlich eine gute Stütze, sodass mein Nacken hier wahrscheinlich relativ gut entlastet werden kann bei dieser Übung des Oberkörperabhebens, sagen wir mal. Ja, also kleine Crunch-Bewegung. Das wäre eine Bauchübung, die ergänzend noch da ist. Es gibt eine Käferübung, wo ein Knie herangebeugt wird und der Oberkörper leicht abgehoben wird und das andere Bein gestreckt abgehoben wird, sind diverse Varianten. Gehen wir jetzt nicht so ins Detail, wie gesagt, ich glaube, die Plank-Position und ähnliche sind hier gut verwertbar. Ansonsten, aus dem Auto, immer wieder, vielleicht natürlich auch in den Pausen, einfach bewegen, weil sobald ich aus der Position, aus dem Sitzen in eine aufgerichtete Position komme, habe ich natürlich hier schon wieder, ich gehe wieder in die Position, geht schon, sieht man glaube ich ganz gut,
Ich gehe hier natürlich dann in eine aufgerichtete Position meines Beckens. Ich habe sozusagen hier dann natürlich auch hier eine aufgerichtete Position meines Oberkörpers, zumindest solange ich auch auf beiden Beinen stehe und vielleicht sogar meinen Schwerpunkt eher im Bereich Fußballen als Ferse habe. Warum? Was passiert sehr schnell, wenn ich auf beiden Beinen zwar stehe, aber mehr auf der Ferse stehe? Werde ich mit der Zeit merken, aha, das Becken geht weiter nach hinten, der Oberkörper geht weiter nach vorne und ich stehe wieder eigentlich in dieser, ja, vielleicht gewohnten Haltung oft, weil ja alles vorne gemacht wird. Wir haben über das Autofahren gesprochen, wir haben über den Computer gesprochen, wir sprechen über Haushaltstätigkeiten und sonstige Dinge. Ja, also alles findet vorne statt, selten etwas, was ich hinten mache, also ich zumindest wüsste nichts, selbst der Sportart fällt mir jetzt nicht akut ein, wo ich hinten bin. Ja, vielleicht ein Klettern, wo ich weiter nach oben arbeite, ein Schwimmen, wo ich vielleicht auch in die Streckung arbeite, aber nach hinten direkt eher weniger. Deswegen würde ich auch hier dann schauen, aha, immer wieder vielleicht auch nur herzugehen und zu sagen, im Stand die Arme pendeln zu lassen. Und zwar nicht primär nur vorne, das kennen wir eh schon, sondern aktiv, ich zeige es deswegen hier jetzt auch seitlich, dann sieht man es besser, auch aktiv nach hinten. Was merken wir damit? Wir merken sofort, wie eben hier auch wirklich natürlich die Wirbelsäule in eine leichte Rotationsbewegung kommt, auch hier eine Mobilisation, die wichtig ist. Rotation im Bereich Wirbelsäule können Sie gerne jetzt auch im Sitzen machen, indem Sie sagen, naja, wenn ich mir jetzt drehe, das muss ich ja eh immer wieder machen, um nach hinten zu schauen, Rückspiegel, alleine wird vielleicht nicht ausreichen, Schulterblick, ja, aber wer dreht? Und wenn Sie das machen, haben Sie gemerkt, da dreht fast ausschließlich die Halswirbelsäule. Da wird sozusagen, wenn ich hier klarerweise angelehnt sitze, fast ausschließlich nur die Halswirbelsäule in die Beweglichkeitsübung mit einbezogen, die Brustwirbelsäule nicht. Also auch hier müsste ich einmal schauen, naja, wenn ich jetzt möchte, dass meine Brustwirbelsäule mit dazu kommt, muss ich die Schulterachse in Relation zur Beckenachse auch verdrehen. Dann merkt man auch hier schon wieder ganz schnell, der Atem ist wieder am Punkt. Oder anders gesprochen, ganz schnell angehalten. Kann ich da noch atmen? Also für jeden selber auszuprobieren, wenn ich da noch atmen kann und merke, wie es dann auch leichter wird, wie ich weiter in die Position hineinkomme, na klar, dann habe ich auch hier schon wieder gewonnen und Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes geschaffen. Und noch was, es wird sich speziell in der Brustwirbelsäule damit mehr Aufrichtung ergeben. Also die Rotationsbeweglichkeit wird mir sozusagen nicht nur spektakulär mehr Drehung bringen, sondern definitiv auch ein mehr Aufrichten im Bereich der Brustwirbelsäule und das hilft mir natürlich auch zur Entlastung, vor allem nach oben hin der Halswirbelsäule. Kann ich am Rücken liegend machen, solche Übungen kennen die meisten sozusagen hier, am Rücken liegend, Verdrehung, in dem Fall wird es dann sein, Verdrehung sozusagen der Beinposition, des Beckens, also zur Seite ziehen, des gegenüberliegenden Beines und ähnliches, oder nur Knie zur Seite ablegen, nach rechts und links, kennen glaube ich die meisten oder machen vielleicht schon einige. Gut. Beweglichkeit, Rotation, Beweglichkeit, Seitneigung würde mir noch fehlen, weil die Vor- und die Rückbewegung haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Seitneigung. Ja, wenn ich jetzt auch hier hergehe und sage, naja, ich neige mich einfach zur Seite, zack, das Becken schiebt in diese Richtung, was ist passiert? Ich werde in diesem Bereich meiner Wirbelsäule wahrscheinlich einen ordentlichen Knick geschaffen haben, ist nicht unbedingt die Lösung. Weil erstens einmal wird der Druck dort vielleicht dann auch größer und ich habe nur einen Bereich vielleicht ein bisschen bewegt. Das heißt, da wäre es natürlich schon hilfreich zu sagen, wieder Streckung der Wirbelsäule zunächst, weil wir wollen ja nicht wie ein Scharniergelenk nur in einem Bereich knicken oder die Zitrone dort auspressen, sondern wir wollen sozusagen hier eigentlich uns in die Länge ziehen. Wir nehmen vielleicht sogar den Arm auf die Seite, wo wir uns jetzt nicht hinneigen, nach oben, ziehen da vielleicht sogar ein bisschen nach oben und gehen dann in eine Seitneigung hinein. Dann merken wir gleich einmal, ist ein Unterschied. Wenn wir jetzt im Auto sitzen, ja, schwieriger, ich kann nicht ganz so weit in die Streckung vielleicht gehen, aber vielleicht geht ein bisschen was. Vielleicht kann ich den Arm so ein bisschen drüber ziehen und nur den Ellbogen nach oben nehmen und gehe in eine leichte Seitneigung. Aber Bauch aktiv, Rücken aktiv, um damit natürlich auch hier eine gute Stütze immer zu gewährleisten. Das Ganze natürlich mit der Atmung verknüpft, haben wir schon gesagt, das Ganze natürlich auch auf die andere Seite, wenn ich merke, eine Seite geht deutlich leichter, die andere ist schwerer, die Seite bitte, die schwerer geht, öfters oder länger.
Seitenneigung heißt natürlich damit auch jetzt nicht gleich, oh, ich gehe da viel leichter in die Position hinein, wenn ich dann mich gleichzeitig noch drehe, auch noch. Würde ich aufpassen. Ich würde bei kombinierten Übungen, auch wenn sie in speziellen Yoga-Formen auch drinnen sind, wo man dreht und seitenneigt oft auch, aber dann ist es sozusagen auch hier wirklich vorbereitet, dann ist es angeleitet. Ich würde jetzt eher in die einzelnen Positionen reingehen, wenn ich das jetzt im Auto oder auch in einer Pause mache, dass man dann nicht gleich beide kombiniert. Damit haben wir sozusagen schon einmal wirklich auch die Wirbelsäule in einem Bereich mit dabei, weil ich vorher gesagt habe, ja, die Vorneigung müssen wir jetzt nicht extra üben, außer der untere Rücken ist natürlich der hier schon durch viel Stehen, durch viel überstreckten Positionen, das gilt jetzt eher fürs Stehen, fürs lange Stehen, dass wir da sozusagen hineinkippen, dass wir hier überstrecken. Dann ist natürlich schon so, dass wir sagen, ja, den unteren Rücken kann ich einmal schon noch entlasten, wenn ich den Oberkörper nach vorne hinunterbeuge. Manche sagen sofort, naja, wenn ich das in gestreckter Position mache, also so wie ich es jetzt hier mache, dann wird das Ganze oft hier gleich den unteren Rücken ziemlich unter Druck bringen. Dann kann ich erstens aber die Knie ein bisschen beugen, was schon hilft, oder ich mache das Ganze wirklich im Sitzen. Wie gesagt, nicht bitte während des Autofahrens, sondern nur in einer Pause, wo ich dann vielleicht auch sage, ich beuge mal den Oberkörper nach vor und merke, wie dieses Dehnen, Strecken aus dem unteren Rücken mir hilft, den Rücken wirklich ein bisschen wieder zu entlasten, den unteren Rücken. Genau, also ähnliche Geschichte könnte man sagen wie im oberen Bereich Halswirbelsäule und umgekehrt bei der Brustwirbelsäule haben wir schon gesagt, dieses Aufrichten, Strecken und Schultern zurücknehmen. Und damit sind wir natürlich hier auch noch beim Bereich Schultergürtel immer wieder schauen, dass die Schultern bewegt werden. Ob das jetzt, ich greife mit den Händen zur Schulter, ich gehe sozusagen hier mit den Ellbogen seitlich, ich gehe mit den Armen seitlich, in welcher Variante auch immer, ich würde am ehesten ein Rückwärtskreisen empfehlen, das Vorwärtskreisen als Ergänzung vielleicht, aber ich würde rückwärtskreisend aufhören, damit wir hier offen bleiben und offen in dem Fall natürlich auch im Zusammenhang mit dem Thema Atmung und damit Räume schaffen. Ja, das ist das, was sozusagen in Verbindung mit Bewegung, Mobilisation und auch Dehnung, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend ist, dass wir Räume schaffen und damit entlasten. Ja. Gibt es noch Fragen, vielleicht, die ich noch beantworten kann? Wenn es soweit keine Fragen dabei einmal gibt, dann bedanke ich mich einmal ganz herzlich fürs mit dabei sein. Ich weiß, dass diese Geschichte und Einheit ja auch mit aufgezeichnet wurde, das heißt auch hier anderen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt wird. Ich hoffe, dass ich auch allen anderen da ein bisschen einen Input geben konnte mit ein paar Übungen, mit ein paar Tipps, mit ein paar Anregungen, mit einem Verständnis für das, was ich ganz wesentlich empfinde, vielleicht mit ein paar praktischen Geschichten. Wenn das tägliche Zähneputzen, was wir, glaube ich, alle schaffen, ganz gut schaffen auch, ja, wir wissen natürlich, es dauert nicht so lang, aber wenn wir hier vielleicht auch ein paar Übungen dazu nehmen, die damit ritualisieren können und regelmäßig machen und es damit so ähnlich wird wie das tägliche Zähneputzen, dann schaffen wir, glaube ich, hier schon eine ganz wesentliche Stütze, Unterstützung, sodass wir jetzt nicht unbedingt irgendein Korsett brauchen, um uns zu stützen. Wir brauchen keine Lehne unbedingt die ganze Zeit, ab und zu einmal entlasten, ja, aber wir haben aus der eigenen Muskulatur her die Unterstützung, die wir brauchen, gegen die Schwerkraft und für die alltäglichen Beanspruchungen und Belastungen. Danke vielmals, schönen Tag, alles Gute. Danke, ebenso. Ja, herzlichen Dank. Danke, Simon, nochmal. Bitte Ich sage gerne. auch nochmal Danke Tschüss. und stoppe das Recording jetzt mal.